Das Auto ist 32 Jahre alt, hingebrasselter Oldie. Ja Leute, es ist wieder passiert. Es ist wieder ein neues Auto in den Fuhrpark aufgenommen worden. Eins ist Gott sei Dank weg. Der Audi hat uns verlassen. Ich habe den einfach nicht gefühlt, aber ich würde sagen, ihr habt es mit Sicherheit in der Videobeschreibung schon gelesen. Oder im Thumbnail. Ein neues Auto ist da, mein neuer Alltags-Oldie Daily. Aber ich spanne euch mal nicht zu lange auf die Folter, seht einfach selber. Ja, ich hoffe, euch hat der kleine, aber feine Carporn gefallen. Ja, ich hätte gerne bessere Aufnahmen gemacht, aber wie ihr seht, ist das Fahrzeug noch nicht angemeldet. Das Straßenverkehrsamt dauert halt. Ne? Aber ich sag mal so, ich bin sehr zufrieden mit dem Auto. Ein paar Tage sind wir schon gefahren zusammen. Macht mega viel Spaß, hätte ich nicht gedacht. Und es ist halt so ein Alltagsklassiker, wo man jetzt nicht traurig sein muss, dass der irgendwie mal im Regen steht oder sowas. Ne? Wir haben ein bisschen Patina, sieht man hier jetzt am Kotflügel, wo so ein bisschen der Klarlack abgeht. Finde ich aber irgendwie auch geil, das hat was. So ein bisschen rough an dem Auto. Ja, hier überall so Gebrauchsspuren. Hier haben wir die Spiegel hier sind irgendwie mal angemackt. Da ist irgendwas gewesen, irgendein Vorbesitzer, ne? Die Klassiker, die Griffmulden, alle zerkratzt hier von den Beifahrern. Hinten war nicht so viel scheinbar. Hier sind die Radläufe, beziehungsweise der eine. Hier haben sie mal was gemacht. Da sieht man, dass hier mal irgendwann nachgeduscht wurde. Ist halt einfach, das Auto ist 32 Jahre alt, ne? Und hat irgendwie überlebt. Auch so Kampfspuren an den Schürzen, hier überall ein bisschen Kratzer dran und alles. Hier ein bisschen, hier ist sie sogar kaputt. Die Schürze, da ist mal einer vorgeeckt an der Kante. Hier haben wir so eine sexy Antenne zum Rausziehen. Wie so ein Matchbox-Auto, dass man den hier so... Finde ich auch cool. Ja, überall halt so Katschen, Macken, alles vorhanden. Vogelkot eingebrannt haben wir auch ohne Ende Flecken hier drauf. Gerade hier so auf der Heckklappe sieht man das immer ganz schön. Das ist alles eingebrannter Vogelkot. Aber dafür, Leute, für die Aufbereitung kann ich euch sagen, guckt mal unten in die Videobeschreibung, habe ich hier auch verlinkt, den Clean & Shine YouTube-Kanal, der ist nämlich jetzt schon online. Es gibt ihn schon, ihr könnt ihn schon abonnieren. Seid gespannt, denn hier wird das Baby dann aufbereitet und dann sieht der richtig schmucke wieder aus. Da holen wir alles raus, was nur geht. Ja, da bin ich schon mal richtig gespannt, was dann daraus wird. Ja, auch hier die Felgen, die auch so im Haargutachten sind. Ne, alles hier so ein bisschen... Ja, nicht ganz so hübsch, ne? Hier mal drüber geduscht mit der Sprühdose. Hier so verschiedene Farben in den Sternen drin, auch alles nicht so hundertprozentig gemacht. Aber ich sag mal, das ist okay. Das ist halt ein hingebrasselter Oldie. Ne? So finde ich eigentlich ganz cool. Hat was. Aber Felgen sind unterwegs. Also das gucken wir uns nicht lange an. Dann sind das Winterreifen. Ja, dann haben wir hier so mal den Innenraum. Schön feinstes Napaluden-Leder hier, ne? Aber mit Riss. Hier hat irgendwer mal sich mal ein bisschen zu viel abgestützt in den letzten 30 Jahren. Die Verkleidung hier unten fehlt noch. Da wird aber auch für Ersatz gesorgt. Ja, ansonsten halt einfach ein Benz ohne Ausstattung. Außer elektrisches Schiebedach haben wir sonst nicht viel. Ja, das ist elektrisch, funktioniert auch, aber stellt sich aus, fährt nicht rein. Also überall noch so ein bisschen was zu tun. Von den Sitzflanken hier noch alles eigentlich ziemlich ordentlich. Nichts durchgesessen, nichts kaputt. Das sieht noch ziemlich gut aus. Würde ich sagen, ist das ein schöner Klassiker. Hier hinten haben wir auch mal so die typischen W201 Krankheiten.
dass sich hier so das, da geht hier so der Bezug ab von den Türpappen. Da müssen wir alle, ja das Problem haben sie alle, da müssen wir die alle ausbauen. Dann machen wir die alle wieder schick, kleben das wieder vernünftig an. Haben wir Videomaterial ohne Ende an dem Auto, Leute. Richtig toll, da machen wir einen geilen Klassiker draus, den man wirklich daily driven kann, ohne ja, dass man sich da schlecht fühlen muss. Weil es ist kein Sahnestück, das ist kein Museumsstück, das wird auch kein Museumsstück. Gerade, dass der seine Ecken und Kanten hat, finde ich geil. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr für Felgen da drauf ballern würdet. Vielleicht habt ihr noch die Chance, meine Meinung zu beeinflussen. Müssen aber haargutachtentauglich sein. Also zeitgenössisch von der Optik her oder halt auch so alt. Ne? Ich habe schon welche im Kopf. Ja, schreibt es mir mal in die Kommentare. Schreibt mir auch mal in die Kommentare, was ihr gerne noch sehen wollt an dem Auto, was wir hier auch machen können. Habt ihr vielleicht irgendwelche Ideen? Habt ihr sogar Teile? Das wäre auch noch nice. Worauf ich scharf bin, ist der Haubenaufsteller. Das kann ich euch mal kurz zeigen. So. Den Haubenaufsteller hier, der ist Ford. Hier kommt normalerweise so ein Röhrchen dran, wird hier unten eingehangen. Da ist der Rest noch vorhanden. Senkrecht wie jetzt, das ist ja die Servicestellung, die Reparaturstellung. Den hätte ich halt echt noch gerne, das würde mich, da hätte ich schon echt noch Bock drauf. Ja. Oder ihr habt vielleicht noch alte Bedienungsanleitungen von dem Auto oder sowas. Könnt ihr mir gerne mal schreiben. Schreibt mir bei Instagram oder so, ob ihr sowas noch habt. Weil sowas fehlt bei dem Auto komplett. Der hat keine Historie, kein Serviceheft, nix. Da muss ich mal gucken, ob über die Fahrgestellnummer irgendwas bei Mercedes rauszufinden ist. Ansonsten seht ihr ja hier einfach den Klassikermotor, 2 Liter, nichts Besonderes, hat seine 118 PS, glaube ich, sind das. Ja, wir müssen hier alles dran machen. Wir müssen hier Filter wechseln, wir müssen hier Öle wechseln, alle Flüssigkeiten müssen wir wechseln. Das werden wir alles in Videos machen. Ja, Servoflüssigkeit holen wir mal raus, Kühlmittel, alles wird hier frisch gemacht, damit der wirklich gut für den Alltag zu gebrauchen ist. Wir werden teilweise Hohlraum versiegeln, möchte ich noch machen. Und ich suche jemanden, der mir den Trockeneis strahlen kann. Wenn ihr hier im Raum Leverkusen das zum Beispiel könnt oder eine Firma kennt oder sowas, schreibt mir dann auch mal den Namen unten in die Kommentare. Habt ihr vielleicht sogar eine Firma, schreibt mich bei Instagram an. Da kommen wir bestimmt irgendwie zusammen, dass der Motorraum einmal tipptopp ist. Deswegen, damit man dann auch sieht, wenn so ein altes Schätzchen irgendwo Öl verliert oder sowas, und man auch weiß, wo kommt es raus. Deswegen einmal Trockeneis strahlen, das wäre halt noch eine ziemlich geile Nummer. Ja, ansonsten hoffe ich, mein neuer Daily gefällt euch und ihr habt Bock auf das Projekt. Ich feiere das schon mega ab und würde ich sagen, bis nächste Woche im nächsten Video. Da geht es dann aber um den Golf. Bis dahin.